Hallo meine lieben Freunde, heute wieder eine Folge von Michael Grant Klartext. Heute geht es um die Entlarvung einer weiteren Mainstream-Geschichtslüge, und zwar die Lüge über die Aufrüstung, die Adolf Hitler anscheinend wollte, um einen Weltkrieg zu führen. Zu diesem Thema muss man zurückgehen zum Versailler Vertrag. Und was hierzulande beinahe von allen Historikern verschwiegen wird, ist Artikel 8 des Versailler Vertrags von 1919. Fragt einfach mal eure Historiker und Lehrer, ob sie diesen Artikel kennen. Er lautete, ich zitiere, die Bundesmitglieder, also jene, die den Vertrag konzipierten, bekennen sich zu dem Grundsatz, dass die Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß erfordert, das mit der nationalen Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbart ist. Das heißt also im Klartext, die Siegerstaaten sollten abrüsten. In der Begleitnote vom 16. Juni 1919, mit der der französische Ministerpräsident Clemenceau den Vertragstext im Namen der Alliierten an die deutsche Reichsregierung übersandte, wurde die Selbstverpflichtung der Siegerstaaten nach vollendeter deutscher Abrüstung ebenfalls abzurüsten wiederholt. Ich zitiere, die deutsche Abrüstung stellt gleichzeitig den ersten Schritt zu der allgemeinen Herabsetzung und Begrenzung der Rüstung dar. Nachdem Deutschland den Weg gezeigt haben wird, werden die Alliierten und assoziierten Mächte in voller Sicherheit den gleichen Weg gehen. Zitat Ende. Im Klartext also, der Vertrag von Versailles enthielt die Verpflichtung für alle Unterzeichnerstaaten, ihre Armeen nach dem Kriege abzurüsten. Diese Pflicht betraf also nicht alleine das besiegte Deutschland. Wo lest ihr das? Die deutsche Abrüstung sollte also gleichzeitig den ersten Schritt zu der allgemeinen Herabsetzung und Begrenzung der Rüstung darstellen. Man war sich sicher, dass die alliierten und assoziierten Mächte diesen Weg dann ebenfalls gehen würden. Die Sieger sagten ihre eigene Abrüstung für den Zeitpunkt zu, an dem die deutsche Abrüstung vollzogen war. Als das Deutsche Reich in Erfüllung des Friedensvertrages, ich nenne es Schanddiktat, abgerüstet hatte, erwartete es mit Recht, dass auch die Siegermächte entsprechend ihrer im Vertrag übernommenen Verpflichtung abrüsten würden. Es kann daher kein Zweifel unterliegen, dass diese Verweigerung der Gleichberechtigung bzw. die Weigerung, nun auch selbst abzurüsten durch die Siegermächte, mit einer der wesentlichsten Gründe für den Aufstieg des Nationalsozialismus darstellte. Und wenn überhaupt ein Argument Hitlers im deutschen Volk einen Widerhall gefunden hatte, dann war es jenes, dass man einem Volk wie dem Deutschen, einem Volk, das über eine Bevölkerung von mehr als 75 Millionen Menschen verfügte, auf die Dauer auch nach einem verlorenen Krieg die völkerrechtliche Gleichberechtigung nicht versagen und es nicht auf unbeschränkte Zeit als Volk minderen Ranges behandeln durfte. Immer und immer wieder verwies Hitler darauf, dass die Politiker des demokratischen Deutschlands in der Weimarer Republik 8 Jahre lang nach Genf pilgerten, um die versprochene Gleichberechtigung Deutschlands endlich zu erreichen, und immer wieder wurden sie mit leeren Händen nach Hause geschickt. Nicht nur in seiner Rede vom 3. Februar 1933 machte Hitler ihnen klar, dass sein Kampf in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und der darin auferlegten Militärfesseln gelte. Er wollte sich zudem für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht einsetzen, eine Wiedererrichtung des Generalstabs, einer neuen Luftwaffe, Großkampfschiffe für die Marine, schwere Artillerie und Panzer für das Heer sowie der Beseitigung jeder Kontrolle der Militärausgaben durch nationale oder internationale Instanzen. Wichtig dabei ist, dies geschah nicht, weil Hitler
in seinem Wahn schon 1933 einen Weltkrieg entfachen wollte. Dies geschah nach Aussagen von Hitler, weil die anderen Länder nicht abrüsteten, so wie sie es laut eigenem Versailler Vertrag und den Verhandlungen in Genf hätten eigentlich machen müssen. Und eben nicht, weil Hitler schon 1933 einen Weltkrieg plante, so wie man uns das verkaufen wollte. Dies ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Allerdings kann ich meine durch Dokumente beweisen, während die andere nur billige Polemik ist. Auch gegenüber dem Ausland machte Hitler keinen Hehl aus seiner Abneigung des Versailler Vertrags. Zu Louis P. Lochner, einem Vertreter der Associated Press, sagte er im Februar 1933, ich zitiere, diese unmögliche Aufteilung der Nationen, gemeint ist diese durch den Versailler Vertrag, in Siegerstaaten und damit lebensberechtigte und besiegte Nationen und damit lebensminderberechtigte, ist unerträglich und führt zu allgemeinem Misstrauen und infolge davon wieder zu einer Überspannung militärischer Rüstungen. Im Friedensvertrag von Versailles wurde uns auferlegt, abzurüsten, nicht damit 13 Jahre später eine Diskussion über Wehrsysteme stattfindet, sondern damit auch die anderen Völker abzurüsten in der Lage sind. Auf diese Abrüstung warten wir nunmehr seit mehr als 10 Jahren. Zitat Ende. Hitlers Strategie war klar, weil keiner der anderen Staaten abrüstete, sondern im Gegenteil noch mehr aufrüstete, obwohl in Genf eigentlich das Gegenteil vereinbart worden war, würde sich Deutschland ebenso wieder bewaffnen. Verschwiegen, manipuliert und beschönigt und verfälscht wird also, Hitler-Deutschland rüstete nicht auf, um Krieg führen zu können, sondern weil die anderen Länder nicht abrüsteten, obwohl sie das laut dem Versailler Vertrag und den Verhandlungen in Genf hätten tun sollen. Das ist eine ganz neue Sicht. Aber wie gesagt, ich kann sie mit juristisch verifizierten Quellen belegen. In meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur. Dieses Mal geht es um Band 3, die Vorkriegsjahre. Dieser Band ist ebenso mit 2300 Quellen bestückt. Jeder Absatz meines Buches, in jedem Absatz meines Buches und fast in jedem Satz sogar, kann man die Quelle dann nachlesen und man sieht dann, dass es Quellen sind aus den Archiven, aus den Dokumenten, die man nicht widerlegen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf mein neues Buch hinweisen. Ihr seht es hier im Hintergrund. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Das Titelbild alleine ist schon sehr, sehr provokativ. Finden viele Leser, die mir geschrieben haben, aber genauso sollte es sein. Warum ist Angela Merkel mit Stalin, Churchill und Roosevelt auf einem Titelbild? Das Buch wird es euch zeigen, weil auch Angela Merkel hat ihren Teil dazu beigetragen, dass das deutsche Volk zersetzt wird durch die Grenzöffnung. Und auch das kann ich alles beweisen und belegen. Dennoch glauben wir, dass dieses Buch, dass man versucht, dieses Buch vom Markt zu klagen und zu verschweigen. Also, dieses Buch hat über 950 Seiten, 2500 verifizierte Quellen. Es sind viele grausame Fotos von deutschen Toten in diesem Buch enthalten. Wir haben uns entschlossen, diese Bilder zu veröffentlichen, weil wir dem Grauen gegenüber den Deutschen einfach ein Gesicht geben wollen. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es ist ein Buch, das den deutschen Toten gewidmet ist. Und ich habe wirklich Zornestränen in den Augen, als ich dieses Buch geschrieben habe und habe recherchiert, wie mit den deutschen Opfern öffentlich umgegangen wird, dass die Totenzahlen heruntergerechnet wird, dass jeder, der deutsche Tote überhaupt in den Mund nimmt, sofort als Nazi diffamiert wird, als rechter Revisionist und so weiter.
Das haben unsere deutschen Toten, die für uns gekämpft haben, die für uns gestorben sind, nicht verdient. Und ich habe es meinem Großvater und meiner Großmutter versprochen, dass ich die Geschichte objektivieren will. Das bedeutet nicht, dass ich die Geschichte schönschreiben will, die deutschen Verbrechen. Es bedeutet nicht, dass ich alles relativieren will. Das bedeutet ganz einfach, dass ich die Kriegsverbrechen der anderen ebenso aufs Tablett bringe. Und zwar mit Dokumenten und Zeugenaussagen, die bisher verschwiegen worden sind oder beschönigt oder verfälscht worden sind. Viele Dinge, die die Nazis im Nürnberger Prozess sagten, kann man zwar nachlesen in den Akten, aber wer liest schon 30.000 Seiten Akten? Man nimmt dann nur 2, 3 Sätze aus dem Zusammenhang und bringt es dann als Beweis gegen eine gewisse Strategie. Wenn man aber diese Auszüge ganz liest, die manchmal 2, 3 Seiten haben, die Aussagen, dann sieht man das in einem ganz anderen Zusammenhang. Und in meinem neuen Buch habe ich das alles richtig gestellt. Ihr werdet urteilen über dieses Buch, ob dieses Buch notwendig ist. Ihr werdet urteilen darüber, ob es ein Buch ist, das euch bewegt hat. Und ihr werdet urteilen darüber, ob meine Quellen so in Ordnung sind. Vergesst nicht, meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de zu bestellen. Er ist kostenlos. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.